Das Fundamentalanalysesystem in Google Sheets ist komplett überarbeitet. Wir schauen uns an, was sich in der Version 2.0 alles verändert hat. Ebenfalls schauen wir auf die Aktie von Apple. Gibt uns der Master Key ein grünes Licht zum Kaufen oder ist Apple massiv überbewertet? Das und vieles mehr in diesem Video. Legen wir los. Servus und willkommen. Bevor wir heute tief in die Analyse einsteigen, ein kurzer Blick in die Realität. Wie ihr hier in meinem Portfolio bei Parkett seht, ist Apple aktuell meine größte Position mit einem Wert von knapp 5.500 Euro. Ich bin also selbst investiert und stehe aktuell bei einem Kursgewinn von fast 900 Euro. Ganz wichtig vorab, alles was ich in diesem Video erkläre, ist keine Anlageberatung, sondern spiegelt nur meine persönliche Meinung wider. Es dient lediglich der Unterhaltung, da ich selbst investiert bin, könnte es sein, dass ich mir die Apple-Aktie unbewusst schönrede. Deshalb ist es mir extrem wichtig, heute mit euch absolut objektiv auf die Zahlen zu schauen. Und damit, es freut mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Wie dabei oder raus? Wobei? Keine Zeit für Fragen, nur Taten. Dabei oder raus? Na, dann bin ich raus. Tut mir leid, Jet. Fakt ist, du bist dabei. Um diese Objektivität zu gewährleisten, nehmen wir Apple heute mit dem Update 2.0 meines Aktienanalyse-Tools noch einmal genau unter die Lupe. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zu Google Sheets. Wie schon in den anderen Videos fangen wir mit unseren Bewertungsmodellen von hinten nach vorne an und das erste auf unserer Liste ist das Enterprise Value EBITDA Ratio Modell. Wie funktioniert das überhaupt? Wir haben hier in der Mitte einen Master Key und im Master Key machen wir drei folgende Berechnungen. Einmal die konservative, die moderate und die optimistische. Und welche Kennzahlen brauchen wir da? Wir brauchen das Enterprise Value. Das wird ausgerechnet aus der Marktkapitalisierung. Dazu addieren wir die Gesamtschulden und ziehen das Bargeld und kurzfristige Anlagen ab. Dann brauchen wir die aktuelle Aktienanzahl im Umlauf. Die wird dann in die erste Spalte eingetragen. Und wie man auch schon sehen kann, dass sich die Aktienanzahl in die Zukunft dementsprechend verringert. Das passiert, weil Apple extrem viele Aktien zurückkauft. Und das passiert durch die Buybacks. Und die habe ich mir ausgerechnet im Hintergrund bei den FCF und EPS. Dann haben wir hier auf der rechten Seite eine schöne Tabelle, wo wir das EBITDA ausrechnen und das wird in die erste Spalte ebenfalls mit eingetragen. Dann kommen wir jetzt mal zu den Wachstumsschätzungen. Und wie gehe ich da vor? Ich schaue mir immer die vergangenen Umsatzzahlen an, dementsprechend wie ist der Umsatz gewachsen, wie ist der Free Cashflow gewachsen, das EBITDA, Net Income und der Gewinn und dann entscheide ich mich für meine eigenen Wachstumszahlen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der Dummes tut. Die werden dann in das erste erwartete Jahr mit eingetragen und dann sieht man aber auch hier schön, dass die Wachstumszahl dementsprechend immer geringer wird. Warum ist es so? Weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass so ein großes Unternehmen wie Apple einfach ohne weiteres so weiter wächst und deswegen müssen wir den Wert reduzieren. Das mache ich hier mit dem Initialwachstumsfaktor 90% für das erste darauffolgende Jahr, nehme ich 90% des Vorjahres rein und für die darauffolgenden Jahre reduziere ich den Wert um 5%. Und dann sehen wir ein aktuelles Forward EV/EBITDA von 24,23 und unsere Werte stehen hier unten. Und die habe ich mir aus den historischen Daten auch gezogen, aus dem Medianenbereich und sie dementsprechend hier eingetragen. Also das sind unsere Zahlen, was wir auch dementsprechend mit dieser Berechnung auch erwarten. Und dann kommen wir noch hier unten an und da können wir uns gerne nochmal anschauen, was machen die Gesamtschulden eines Unternehmens und das Cash und wie wir auch dann dementsprechend das sehen können. Also Apple ist ein absolutes Cash-Monster. So, im Master Key haben wir jetzt einen Preis ermittelt von $203 und wenn wir noch die Dividende dazu rechnen würden, wären wir bei $204.
Und wie wir sehen können, sind wir aber mit 20,5% oben im Master Key überbewertet. Wenn wir einen Renditewunsch äußern von 8%, müsste die Aktie jetzt auf $193 herunterfallen. Das bedeutet, wir sind knapp 25% überbewertet. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu dem nächsten Bewertungsmodell. In der hybriden Strategie nach Peter Lynch habe ich Apple in die Kategorie von den Stalwarts eingetragen. Meine eigene Wachstumsschätzung liegt derzeit bei 10%. Wie bin ich überhaupt auf die 10% gekommen? Ich habe mir das Median-EPS-Wachstum ausgerechnet. Das liegt derzeit bei 9,68%. Die EPS-Buyback-Rate bei 4,16%, Dividendenrendite von 0,4% und eine Dividendensteigerung, die erwartet ist, von 6%. Wir haben derzeit ein Forward KGV von 31,27 und wenn wir ein PEG 1,0 erreichen wollen würden, dürfte nach Peter Lynch die Aktie ein maximales KGV von 10,1 haben. Im Moment haben wir ein PEG von über 3 in beiden Bewertungsmodellen und wenn wir aber uns in der historischen Ansicht vom KGV anschauen, dann sehen wir, dass Apple wirklich schon lange so ein KGV von 10 oder weniger nicht mehr hatte oder vielleicht hatten sie es noch nie. Chantal, Ja? leise. Aber ich habe mir meine eigenen Werte dementsprechend oder KGVs für die Berechnung ermittelt. Ich habe ein 23er KGV im konservativen, moderaten 26,4 und optimistischen 29,8 ausgewählt. Und dann sehen wir hier oben, dass die Wachstumsraten auch hier abfallen. Das passiert auf dieselbe Art und Weise wie in dem anderen Bewertungsmodell. Und dann ergibt sich, für dieses Jahr erwarten wir einen fairen Kauf bei $213. Wenn wir aber einen Renditewunsch äußern von 8%, dann dürfte die Aktie maximal dementsprechend $200 wert sein. Und dann schauen wir uns hier unten nochmal den Verschuldungsgrad an und wie wir sehen können, Apple hat im Moment einen Verschuldungsgrad von 1,34. Das ist super hervorragend, aber leider nach unserem Bewertungsmodell sind wir noch überbewertet. Und dann gehen wir mal zu dem letzten Modell mal rüber. Nach der Discounted Cashflow Analyse sehen wir Folgendes. Wir haben hier auch 3 verschiedene Berechnungen durchgeführt. Einmal die konservative, die moderate und die optimistische. Ganz am Anfang braucht man die Wachstumsrate, die man sich selber bestimmen muss. Dazu habe ich mir einfach hier auf der linken Seite die Wachstumsraten im medianen Zustand dementsprechend angeschaut. Und wie wir auch sehen können, dass auch hier die Buybacks aufgeführt sind. Wir haben links und rechts jeweils eine Szenario-Varianz, die wir dementsprechend hier eintragen können. Das bedeutet, wenn ich hier 1% eintrage, wird der Wachstum um 1% höher sein, wie dementsprechend im moderaten Bereich. Und wie auch in den anderen Modellen sehen wir, dass die Wachstumsrate hier am Abfallen ist. Das haben wir auch mit dem Initialwachstumsfaktor durchgeführt und der jährlichen Reduktion. Nein, nein. Wir müssen nicht mehr darüber reden, das reicht jetzt. Das ist eine vollkommen absurde Diskussion und solche Diskussionen mag ich nicht. Und somit ergibt sich laut der DCF-Analyse für uns ein fairer Preis in diesem Jahr von $194 pro Apple-Aktie. Wenn wir oben aber noch die Margin of Safety von 20% von der linken Seite hier abziehen, dann sehen wir, dass wir mit knapp 20% überbewertet sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Dashboard rüber und dann schauen wir uns final nochmal die letzten Zahlen an. Im Dashboard sehen wir Folgendes. In der Mitte sehen wir, dass in die Master Key Prognosetabelle alle 3 Modelle mit einfließen und dann dürften wir dieses Jahr maximal $201 für die Apple-Aktie bezahlen. Die Wachstumsraten sehen wir hier unten nochmal schön aufgelistet und hier auf der rechten Seite sehen wir eine Checkliste und da können wir auch uns anschauen, ob das Geschäftsmodell von Apple ein gesundes Modell ist und das ist auf jeden Fall hier der Fall, aber der Preis ist einfach zu teuer. Bitte absolute Stille, ich muss in die Rolle eintauchen. Gibst du mir wenigstens Bitte absolute Stille. Und das sehen wir auch in diesem kombinierten Super Master Key und maximal dürften wir im gewichteten Fernwert $201 bezahlen. Wenn wir sogar die 20% als MOS-Preis noch abziehen, dann $161.
50% Wahrscheinlichkeit habe ich vom DCF angewählt. Warum? Weil in meinen Augen das DCF-Modell einfach das stärkste Modell von allen drei ist. Auf der linken Seite sehen wir den aktuellen Europreis und den Europreis, den wir maximal bezahlen dürften. No, God! No, God, please, no! No! Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos mit der Fundamentalanalyse zu Apple angekommen. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben dalassen würdet. Gut gemacht. Abonniert doch diesen Kanal, um keine weiteren Videos dieser Art mehr zu verpassen. Falls ihr eine andere Aktie dementsprechend hier bewertet haben wollt oder falls euch etwas aufgefallen ist, vielleicht habe ich hier und da einen Fehler gemacht in meinen Bewertungen, dann schreibt es mir das doch gerne in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag und wir bewerten nächstes Mal was Neues. Bis demnächst. Ciao, ciao.